Diese 3 Aktien sollten jetzt auf deine Watchlist langfristig investieren, entspannt Vermögen aufbauen. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Heute werfen wir einen Blick auf 3 spannende Aktien im Monat März und damit starten wir auch sofort rein zu Dassault Systems. Dassault Systems ist in der Branche Software und 3D-Design tätig und ist der absolute Marktführer, ja, für 3D-Modellierung, Simulations- und PLM-Software. Also in den Branchen Luftfahrt, Automobil und Medizintechnik spielen diese Produkte natürlich eine unglaublich wichtige Rolle und ja, denen wird natürlich jetzt auch immer eine wachsende Bedeutung zugute geschrieben, gerade durch digitale Zwillinge und KI-gestützte Designprozesse. Man sieht auch immer so einen kleinen Ausblick ja, oder Einblick in die einzelnen Produkte, die sie hier haben und in einzelnen Segmenten, also Manufacturing, Life Science and Healthcare und Infrastructure und Sites. Im Qualitätscheck schneidet Dassault Systems gerade wirklich gut ab mit 14 von 15 Punkten. Es gibt nur Punktabzug bei der Kursstabilität. Ansonsten sieht es hier wirklich sehr gut aus. Die Dividendenausschüttung liegt gerade bei 0,6%, also relativ niedrige Dividendenrendite. KGV dafür aber wirklich hoch mit 43. Das ist auch so der einzige, ja, starke Minuspunkt jetzt hier. Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre lag über 11%, ja, attraktiv, auf einem attraktiven Niveau, und Earnings per Share Wachstum der letzten 5 Jahre war hier bei 12,7%. Wenn wir uns die Guidance anschauen fürs Jahr 2025, soll jetzt hier das Umsatzwachstum nochmal zwischen 6 und 8% liegen und das Earnings per Share Growth, also das Earnings per Share Wachstum, zwischen 7 und 10%. Wir sehen also schon, hier soll sich das Wachstum nochmal deutlich verlangsamen im Vergleich der letzten Jahre. Ja, ist dieses Wachstum einfach niedriger geworden. Wir haben davor immer so 11% gehabt, jetzt immer zwischen 6 und 8%. Und die operative Marge soll hier bei 32,6 bzw. 32,9% liegen. Also hier ja, oberes Mittelfeld und einstelliges Wachstum. Auf Basis des fairen Werts bzw. des bereinigten Gewinns sehen wir aber, dass jetzt gerade das Dassault Systems dennoch interessant sein könnte für einen langfristigen Einstieg. Wir sind aktuell minimal unterbewertet, wenn vielleicht nicht sogar fair bewertet, und sehen auch, dass die Prognosen hier deutlich nach oben zeigen und ja, man auch davon ausgeht auf Analystenseite, dass hier Gewinne, Cashflows und Umsätze weiter langfristig gesteigert werden können. Um uns mal die Finanzen so einen kleinen Überblick zu verschaffen, sehen wir jetzt hier die Umsätze oben rechts, die steigen langfristig schön an, soll ja auch so weitergehen. Operative Gewinn, EBIT, ist etwas zyklischer, läuft nicht ganz so gemächlich nach oben, sieht aber auch sehr gut aus. Und auch die Dividende der Aktie, da zeigt der Pfeil nach oben, auch wenn hier 2022 oder 2020 mal ein kleinerer Einbruch drinnen war. Aber ist, denke ich, auch eine spannende Aktie als Dividendenwachstumsinvestment, auch wenn die Dividendenrendite jetzt noch kein wirklich attraktiver Wert ist. Hier sieht man mal so ein paar Ausschnitte aus den Endkunden. Also wir haben hier Kunden wie LVMH, Deichmann, Tsingtao, 865 Unternehmen hat man hier als Endkunden. Also ist da wirklich extrem breit aufgestellt und hat eine wichtige Marktstellung. Bevor wir jetzt noch gleich auf den Kurs kommen und auf die aktuelle Chartsituation bei Dassault Systems, wenn du jetzt noch nicht Abonnent bist auf diesem Kanal, gerne mal kostenlos unten ein Abo dalassen und natürlich wichtig, Daumen nach oben nicht vergessen, hilft mir unglaublich weiter, motiviert mich auch jetzt hier für euch weitere Analysen zu machen und ja, gerne auch die Glocke anmachen, damit du hier keine neuen Videos mehr von mir verpasst. Aber jetzt schauen wir uns die langfristige Chartsituation bei Dassault Systems an. Und auf Monatsbasis ist Dassault System lange ein wirklich starker Dauerläufer gewesen. Also ab 2009 sind wir hier in einem wunderschönen langfristigen Aufwärtstrend und hier ab 2021, 22, sowas in dem Dreh. Seitdem laufen wir jetzt hier nach unten und befinden uns in einer langfristig historischen Korrektur, die natürlich uns jetzt auch möglicherweise eine wirklich gute Kaufchance bringen kann. Wenn wir uns das auf mittelfristiger Ebene nochmal genauer anschauen, sehen wir eben auch, dass wir hier in 2 Wellen eine Korrektur gesehen haben, also von 2021 bis auf 2023, dann nochmal hier der Versuch, sich hier zu stabilisieren und die Bodenbildung abzuschließen. Das ist aber gescheitert und dann haben wir hier 2024 nochmal neue Tiefs gemacht. Jetzt haben wir aber tatsächlich kurzfristig in den letzten Wochen hier einen Trendwechsel hingelegt und sind jetzt auf kurzfristiger Ebene wieder ja, gut unterwegs, und ich denke auch, dass man jetzt eine Chance hat, sich zu stabilisieren und längerfristig wieder Richtung dem alten Allzeithoch zu laufen.
Interessant wäre es jetzt vor allem, wenn wir nochmal einen Rücksetzer sehen würden, also aus diesem einen Impuls jetzt nochmal einen kleinen Rücksetzer bauen und dann hier die Bodenbildung in diesem grünen Bereich starten, um dann zum nächsten Impuls anzusetzen. Also es wäre vor allem interessant bei so 35 Euro, das wäre so der perfekte Bereich dafür, da liegen zweimal Fibonacci Retracements, einmal jetzt aus diesem Wochenimpuls und aber auch aus dem übergeordneten Monatsimpuls, also eine Clusterzone. Zusätzlich kommt jetzt hier noch die 200-Tage-Linie ins Spiel und wir haben ja auch auf Wochenbasis hier diese wichtigen Kursregionen rund um 33 bis 35 US-Dollar, wo der Kurs natürlich auch häufig gedreht ist. Also wenn wir hier nochmal diese 10-11% runterkommen würden, ja, wäre das ein interessantes Szenario und da könnte man sich nochmal überlegen, ob man nicht vielleicht auch mit Long geht hier bei Dassault Systems. Guck mal zur nächsten Aktie, die ich dabei habe, und das ist PayPal. PayPal, Fintech und Online-Zahlungsunternehmen. Ja, die haben einerseits natürlich nicht nur PayPal als Zahlungsplattform, sondern auch Venmo und Braintree und die bekommen hier Transaktionsgebühren und haben neben diesen Einnahmen auch noch Finanzdienstleistungen, die sie anbieten, wie eben Ratenzahlungen und Kredite. Es ist einer der weltweit führenden Online-Payment-Dienstleister mit über 400 Millionen Nutzer, auch wenn hier die Konkurrenz immer stärker wird durch Apple Pay, Google Pay. Ja, es gibt natürlich hier viele andere Unternehmen, die sich da auch stark aufgestellt haben in den letzten Jahren. Wir sehen jetzt hier mal so ein paar Einblicke in die Einnahmen, die sie generieren möchten. Also profitables Wachstum lag im 2023 im negativen Bereich mit minus 5%. Man hat aber hier den Turnaround jetzt geschafft. Im Jahr 2024 konnte man wieder 5% zulegen im Wachstum und auch der Free Cashflow hat sich deutlich erholt. Also hier sind wir 40% im Free Cashflow angewachsen. Also hier ist PayPal schon gewissermaßen ein kleiner Turnaround gelungen und das haben wir auch im Kurs gesehen. Also wir hatten ja kurzfristig mal eine gute Erholung auch bei PayPal und jetzt kommt eben der Rücksetzer. Im Qualitätscheck hat PayPal einen Score von 11 von 15 Punkten. Hier gibt es nur bei der Stabilität des Earnings per Share Wachstums einen Punkt Abzug und natürlich bei der Kursentwicklung und der Volatilität. Also wir haben ja einen wirklich großen Einsturz auch gesehen bei PayPal und diese langfristige Korrektur, ja, die ist schon fast ungesund und deswegen natürlich auch hier diese 3 Punkte weg. Wir schütten keine Dividende aus und die Bewertung liegt bei 18, KGV 18, also das ist schon relativ günstig. Auf Basis des bereinigten Gewinns der letzten 3 Jahre sind wir aber im Moment dennoch hier unterbewertet, auch wenn die Prognosen nicht allzu rosig aussehen. Also da sieht man schon, die sollen eher seitwärts gerichtet sich hier entwickeln, die Gewinne. Bleibt abzuwarten, aber dennoch jetzt auf Basis der letzten 3 Jahre sind wir hier auf jeden Fall leicht unterbewertet und ja, könnte sich dennoch mal als Chance anbieten, wenn man denn in PayPal investiert sein möchte. Die langfristigen Ziele, die hier noch beim PayPal Investor Day rausgegeben wurden, sehen so aus, dass im Jahr 2025 wollen sie von 6 bis 10% ungefähr wachsen, aber mindestens 5%. Langfristig bis 2027 wollen sie dann ja, im Zehnerbereich, unteren Zehnerbereich hier zulegen. Und langfristig wollen sie 20% bei den Earnings per Share Wachstum erreichen. Werden wir sehen, ob das hier alles realistisch ist. Den Snapshot sehen wir jetzt hier, also der Umsatz ist ja schon angewachsen, schön zu sehen eigentlich, es fehlt natürlich jetzt hier noch 2024. Der operative Gewinn, der ist vor allem 2021, 2022 relativ stark eingebrochen. Wir hatten dieses Ausnahmejahr in Corona, wo der Kurs wirklich explodiert ist und auch unglaublich eine hohe Bewertung auf einmal geherrscht hat bei PayPal, auch eigentlich nicht nachvollziehbar, aber da sind wir jetzt eben einfach in einer Normalisierung wieder angekommen. Bevor wir jetzt dann noch auf den Chart schauen, wenn du noch auf der Suche bist nach einem sehr guten Aktienbroker, dann kann ich dir Finanzen Net Zero empfehlen. Da kannst du mit dem ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung hier einen Konto öffnen und bekommst 5% pro Monat Cashback auf deine Sparrate. Da kannst du also einen Sparplan auf den MSCI World erstellen und dann hier Cashback bekommen. Also gerne mal in der Beschreibung auschecken und du hilfst damit auch indirekt meine Arbeit auf diesem Kanal hier zu finanzieren. So, gucken wir uns den langfristigen Chart an von PayPal. Ist ja auch eine Aktie, die wirklich extrem gehypt ist unter deutschen Aktionären oder generell in der Dachregion. Höre ich immer sehr häufig PayPal, PayPal.
Ja, also wir sehen, dass wir vor allem hier eine extrem lange Korrektur hatten und eine extrem tiefe Korrektur von 2021 bis runter auf 2023 und jetzt laufen wir mehr oder weniger seitwärts seit 2, 3 Jahren. Wir haben schon mal über diese Bodenbildung hier gesprochen, die hier unten stattgefunden hat. Die haben wir auch abgeschlossen, sind gut nach oben rausgekommen, bis auf knapp 95 US-Dollar hoch. Jetzt aber der starke Abverkauf, deutlicher Kursverlust wieder. Und jetzt müssen wir uns eben in dieser grünen Zone optimalerweise stabilisieren. Also hier liegen auch wichtige Unterstützungen bei diesen 65 US-Dollar ungefähr, 65, sowas in dem Dreh, 65, 66 US-Dollar, auch auf diesem Level von der letzten Seitwärtsphase. Also hier ist eine gute Unterstützung durch dieses Fibonacci Retracement des Wochenimpulses, der hier nach oben gegangen ist. Dann eben diese Seitwärtsphase und dann noch ein paar Tiefs hier aus 2022. Also wenn wir uns hier stabilisieren, könnte man sich auch überlegen, ob man nicht bei PayPal long gehen möchte, also einsteigen möchte, langfristig investieren möchte. Auch wenn jetzt dieser Abverkauf relativ aggressiv ist und hier ist auch noch eine Kurslücke offen. Also hier brauchen wir schon eine etwas stärkere Bodenbildung, bevor man da ja, getrost einsteigen kann bei PayPal. Und wir müssen aber auch dazu sagen, also langfristig gesehen ist hier kein Trend mehr intakt. Die Aktie muss sich komplett neu aufbauen. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie das schafft. Aber ja, ich setze dann eher lieber auf Aktien, die gesund sind und einen intakten langfristigen Monatsaufwärtstrend haben. Aber es ist halt nur meine Meinung und sowieso keine Anlageberatung. Also ihr handelt immer auf eigenes Risiko. So, letzte Aktie, die ich dabei habe. Würde mich interessieren, ob ihr die Aktie schon kennt. Ist, denke ich, eher etwas unbekannter. Und zwar ist es Zebra Technologies. Die sind im Bereich Automatisierung und IoT unterwegs. Also vor allem haben sie sich spezialisiert auf ja, Barcode-Scanner, RFID-Technologie und so mobile Computer, die vor allem in der Logistik, Einzelhandel und dem Gesundheitswesen genutzt werden. Sie bieten aber auch eine Software- und eine Cloud-Analyse an, um dann diese Lieferketten- und Lagerverwaltungsbereiche zu optimisieren und sie sind da wirklich stark aufgestellt und auch einer der Marktführer. Hier sieht man auch mal einen Snapshot aus deren Produkte, die sie fertigen, also vor allem so kleinere Drucker, die sie hier machen, aber auch so Buchungsgeräte und natürlich diese Retail-Software. Also ja, in erster Linie schon so ein Hardware-Konzern, aber auch mit einzelnen Segmenten im Softwarebereich. Qualitätscheck sagt hier 10 von 15 Punkten. Ja, vor allem beim Umsatzwachstum sah es in den letzten Jahren relativ schwierig aus und auch beim Earnings per Share Wachstum. Deswegen befinden wir uns auch hier in einer langfristigen Korrektur. Ansonsten, ja, ganz attraktiv. Wir zahlen keine Dividende. KGV liegt im Moment bei 30. Sie sind in sehr vielen verschiedenen Branchen auch unterwegs, also Retail und E-Commerce, Transport, Logistik, aber auch Manufacturing, Healthcare und Kommunikation. Auf Basis des bereinigten Gewinns der letzten 3 Jahre sind wir auch hier knapp unterbewertet und sehen, dass hier nochmal ein schöner Rücksetzer aktuell gekommen ist. Und die Prognosen sagen jetzt ja auch, dass Zebra Technologies durchaus in den nächsten Jahren wieder an Wachstum ja, und an Geschwindigkeit, was das Wachstum angeht, gewinnen könnte. Ja, der Umsatz sieht jetzt hier so aus, dass wir sehen, ja, mittelfristig, langfristig zeigt da schon der Pfeil irgendwo nach oben, aber es ist ein gemächliches Wachstum und eher ein stabileres eine stabilere Umsatzentwicklung wie im Vergleich zu PayPal oder der Salt Systems und der operative Gewinn, der ist auch deutlich zyklischer. Also es ist eben hier auch hardwarelastigeres Unternehmen, also nicht ganz untypisch. Aber jetzt gucken wir uns auch hier mal den langfristigen Chart an von Zebra Technologies, denn da bietet sich hier auch mal eine interessante Situation und ist, glaube ich, auch eine Aktie, die man sich da jetzt mal getrost auf die Watchlist legen kann, sofern man denn langfristig an so einer Aktie beteiligt sein möchte. Also wir haben einen langfristigen Monatsaufwärtstrend, der ist ohne Probleme intakt und ist auch attraktiv. Wir haben eine tiefe Korrektur gesehen und mittelfristig haben wir uns hier auf Wochenbasis auch schon einen neuen Aufwärtstrend aufgebaut. Also der ist völlig noch im Rahmen. Das Einzige, was jetzt ein bisschen das Problem ist, ist dieser scharfe Abverkauf. Und die nächste Zone, die hier spannend wird für eine Stabilisierung, ist bei 280, beziehungsweise sogar knapp drunter nochmal bei 260. Also in diesem Bereich wäre jetzt eine Stabilisierung gut, aber auch hier brauchen wir definitiv eine Bodenbildung über mehrere Tage am besten. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass Zebra Technologies zum nächsten Impuls Richtung 500 US-Dollar ansetzt.
Und ja, muss man mal schauen, ob sich die Aktie jetzt hier stabilisieren kann. Muss natürlich auch einiges an Wachstum hier wieder mit reinkommen bei dem Unternehmen. Aber charttechnisch hier ist nochmal der Rücksetzer. Und bei einem Kaufsignal, das da ausgelöst wird in dieser wichtigen Zone, kann man sich nochmal überlegen, ob man hier auch mit einsteigen möchte. So, dann gucken wir jetzt weiter zu der Performance der drei Aktien im Vergleich zum S&P 500, also hier alles mit Dividenden eingerechnet. Wir können eben schon sehen, dass langfristig auf den letzten 5 Jahren der S&P 500 Total Return im Moment deutlich höher liegt als der Total Return aller drei Aktien. Das war aber nicht immer so, denn gerade in den Jahren 2020, 2021, 2022, da hat sich hier Zebra Technologies deutlich besser entwickelt, aber auch eine PayPal hat sich deutlich besser entwickelt. Dann kam der Turnaround, also im Jahr 2022 hat sich das Ganze gedreht und da ist der S&P den anderen beiden deutlich davongelaufen. Bei der Salt Systems sieht es so aus, dass man da wirklich lange Schritt gehalten hat mit dem S&P, ist aber jetzt auch mit dieser längeren Korrektur deutlich unter die Performance gerutscht. Also alles drei so ein bisschen Turnaround-Aktien, die vielleicht die Möglichkeit hätten, sich auch einer Korrektur am Gesamtmarkt zu entziehen. Wir sehen eben auch, dass die relativ stark in einem ähnlichen Segment aufgestellt sind, also eher höhere Qualität hat, aber auch etwas volatiler. In den letzten 5 Jahren hat hier Zebra Technologies 6,62% im Schnitt abgeworfen, das Salt Systems leicht drüber mit 6,49% und PayPal liegt sogar im Minus mit der aktuellen Rendite. Ja, also das war so ein bisschen Einblick zu diesen drei Aktien. Könnte ich mir vorstellen, dass die jetzt spannend werden im März, sofern sie sich dann stabilisieren und auch ein Kaufsignal auslösen. Wenn es dir gefallen hat, dann jetzt nochmal unbedingt Daumen nach oben da lassen und auf keinen Fall das kostenlose Abo vergessen. Freut mich natürlich riesig und gerne Glocke anmachen. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.